Wir befinden uns hier in der Zentrale vom Wärmeverbund Marzili in Bären. Hier wird für verschiedene Liegenschaften Wärme, also Energie, mit Grundwasser produziert. In dem Grundwasserkreislauf hat es vor allem eine Pumpe, eine Grundwasserpumpe und einen Plattenwärmetäuscher, die eine wichtige Rolle in diesem System darstellen. Und genau die können zu grösseren oder zu kleineren Problemen führen, indem das verschlammt, indem das der Kreislauf unterbrochen wird. Ich freue mich jetzt hier, der Geschäftsleiter von dem Wärmeverbund Marzili, der Herr Bruno Liesch, mit mir zu haben. Und wir können mit ihm ein bisschen darüber diskutieren, wie die Situation war vor dem Einbau vom Aqua 4D und eben jetzt circa ein Jahr nach dem Einbau. Wir haben den Tipp von eurer Firma haben wir vom Amt für Wasser und Abfall vom Kanton Bern bekommen, weil wir Probleme bekommen haben mit der Grundwasserfassung. Oder die Probleme sind schon länger bestanden. Wir haben, das Grundwasser wird im Gaswerkareal oder im ehemaligen Gaswerkareal entzogen am Boden. Und das Gaswerkareal ist verunreinigt oder hat Altlasten von der früheren Kohlevergasung. Und durch die Altlasten im Boden hat es dem Boden den Sauerstoff entzogen und durch das haben sich dreiwertige Eisen, sogenannte Eisenbakterien, bilden in unserem Entnahmebrunnen und das hat nachher unseren Wärmetauscher und die Pumpe verstopft. Es hat Ablagerungen in den Leitungen gegeben. Was war letztendlich ausschlaggebend für doch einen Versuch zu wagen mit so einem System? Es ist die Ausführungen von Herrn Schweri dazumal vor einem Jahr sind fast zu schön gewesen, um wahr zu sein, weil wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, auch mit chemischer Reinigung von unseren Tauschern. Wir haben also jedes Jahr oder teilweise sogar alle halbe Jahr müssen den Wärmetauscher mechanisch reinigen und das hat uns Ärger gegeben und das hat auch Kosten verursacht. Und darum, obwohl die Investition nicht unerheblich ist in das System von Aqua 4D, haben wir uns entschieden, diesen Schritt zu wagen. Konkret, was haben wir für Probleme in diesem System vor dem Einbau? Vor dem Einbau ist der Durchfluss, Wasserdurchfluss, den wir brauchen für die Wärmepumpe, ist dauernd zurückgegangen durch die Verstopfungen von diesen Anlagenteilen. Wir mussten die Wärmepumpe dann abstellen, Reinigungen durchführen und dann wieder in Betrieb nehmen und der Durchfluss ist laufend wieder gesunken. Wir haben dann mit einer Chavel-Dosierung die Intervalle von diesen Reinigungen ein bisschen rauszögern, dass wir nicht alle halbe Jahre reinigen müssen, sondern alle Jahre. Aber das ist für uns auch nicht eine zufriedenstellende Lösung, weil wir sind umweltfreundlicher Wärmeversorger für unsere Kunden und wollen nicht im gleichen Atemzug Chemie ins Grundwasser bringen wie eben Chavelwasser. In welcher Zeit hat man jetzt ungefähr bereits die Verbesserungen feststellen? Sind das 3, 4, 5 Monate gewesen? Ich würde sagen, etwa innerhalb der ersten 4 Monate haben wir die Verbesserung feststellen von diesen 15 auf 40 Kubikmeter. Unser Ziel oder der ursprüngliche Durchfluss liegt etwa bei 60 bis 70 Kubikmeter und wir denken, mit der längeren Dauer vom Betrieb dieser Anlage werden wir auch dann wahrscheinlich noch höher kommen als die 40 Kubik. Aber wir sind schon mit diesen 40 Kubik sehr zufrieden. So können wir die Wärmepumpe wirklich kontinuierlich laufen. Und wie sieht es auf der Seite der Kosten aus? Hat man da auch schon etwas gemerkt? Wir haben jetzt die Kosten noch nicht genau verglichen, aber so der Ausbau von also die Reinigung von dem Wärmetauscher und auch von der Pumpe, die kostet jedes Mal etwa 10'000 Franken. Also wir haben mittlerweile, würde ich sagen, in 2-3 Jahren haben wir das System amortisiert. Wie sehen die Expansionsgedanken aus? In welcher Etappe werden die expandieren? Also wir werden laufend ausbauen. Im Moment sind wir wieder im Gebiet Mobischusstrasse dran, um grössere Liegenschaften oder ganze Straßen zu erschließen. Wir haben immer wieder Bauvorhaben, eben das, was ich gesagt habe, das Gaswerkareal, das wird etwa 2025 bis 2030 realisiert. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine zuverlässige Wärmeversorgung haben. Und das können wir, ich denke jetzt auch nach den Erfahrungen mit dem System, das wir eingebaut haben, garantieren. Könnt ihr die Technologie, das Aqua 4D-System im Bereich von Wärmepumpen weiterempfehlen?
Ja, das kann ich. Ich kann natürlich nur auf unsere Problemstellung, die wir hatten, das kann ich berücksichtigen. Aber wir sind sehr zufrieden. Ich würde es wirklich weiterempfehlen, weil das ist eine einfache Lösung. Also im Betrieb ist das praktisch wartungsfrei und auch die Stromkosten oder Betriebskosten sind fast auf Null. Und darum kann ich das sicher sehr gut weiterempfehlen.